Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach lernst du neue Vokabeln kennen. In der Beschreibung findest du eine Liste mit den wichtigsten Vokabeln. Mein Studium an der Universität in Deutschland ist anspruchsvoll und ich muss meinen Tag gut planen. Meine erste Vorlesung beginnt um 8 Uhr. Heute habe ich eine Vorlesung in Wirtschaftswissenschaften. Der Professor spricht schnell und ich versuche, so viel wie möglich mitzuschreiben. Die Vorlesung dauert 90 Minuten und danach habe ich eine kurze Pause. Ich nutze die Zeit, um einen Kaffee aus dem Automaten zu holen und meine Mitschriften zu ordnen. Dann gehe ich in die Bibliothek, um einige Kapitel für das nächste Seminar zu lesen. In Deutschland ist es wichtig, selbstständig zu arbeiten und sich gut vorzubereiten. Die Professoren erwarten, dass wir die Texte vorher gelesen haben. Mittags treffe ich mich mit ein paar Kommilitonen in der Mensa. Das Essen ist nicht teuer und es gibt immer verschiedene Gerichte zur Auswahl. Heute entscheide ich mich für Nudeln mit Gemüse. Während wir essen, sprechen wir über die Vorlesung und den nächsten Abgabetermin für eine Hausarbeit. Ich merke, dass ich noch viel zu tun habe und überlege, wie ich meine Zeit am besten einteilen kann. Am Nachmittag habe ich ein Seminar, in dem wir über ein wirtschaftliches Thema diskutieren. Die Seminarleiterin stellt viele Fragen und wir müssen unsere Meinung begründen. Gegen 16 Uhr gehe ich zurück in die Bibliothek, um an meiner Hausarbeit zu schreiben. Ich suche nach passenden Quellen und notiere mir wichtige Informationen. Die Bibliothek ist voll mit Studierenden, die konzentriert arbeiten. Um 18 Uhr fahre ich mit dem Bus nach Hause. Ich bin froh, dass ich meine Aufgaben für heute erledigt habe. Die Universität. Die Universität in meiner Stadt ist sehr alt. Ich studiere an einer großen Universität. Die Universität. Die Vorlesung. Die Vorlesung beginnt um 9 Uhr. Ich finde die Vorlesung sehr interessant. Die Vorlesung. Der Professor. Der Professor erklärt die Themen sehr gut. Unser Professor hat viele Bücher geschrieben. Der Professor. Die Bibliothek. Die Bibliothek ist bis 22 Uhr geöffnet. Ich lerne gerne in der Bibliothek. Die Bibliothek. Der Abgabetermin. Der Abgabetermin für die Hausarbeit ist nächsten Freitag. Ich muss den Abgabetermin unbedingt einhalten. Der Abgabetermin. Die Planung. Eine gute Planung ist wichtig für den Erfolg. Ich mache eine Planung für die nächste Woche. Die Planung. Mein Studium an der Universität in Deutschland ist anspruchsvoll und ich muss meinen Tag gut planen. Meine erste Vorlesung beginnt um 8 Uhr. Heute habe ich eine Vorlesung in Wirtschaftswissenschaften. Mein Studium an der Universität in Deutschland ist anspruchsvoll und ich muss meinen Tag gut planen. Meine erste Vorlesung beginnt um 8 Uhr. Heute habe ich eine Vorlesung in Wirtschaftswissenschaften. Der Professor spricht schnell und ich versuche, so viel wie möglich mitzuschreiben. Die Vorlesung dauert 90 Minuten und danach habe ich eine kurze Pause. Ich nutze die Zeit, um einen Kaffee aus dem Automaten zu holen und meine Mitschriften zu ordnen.
Der Professor spricht schnell und ich versuche, so viel wie möglich mitzuschreiben. Die Vorlesung dauert 90 Minuten und danach habe ich eine kurze Pause. Ich nutze die Zeit, um einen Kaffee aus dem Automaten zu holen und meine Mitschriften zu ordnen. Dann gehe ich in die Bibliothek, um einige Kapitel für das nächste Seminar zu lesen. In Deutschland ist es wichtig, selbstständig zu arbeiten und sich gut vorzubereiten. Die Professoren erwarten, dass wir die Texte vorher gelesen haben. Dann gehe ich in die Bibliothek, um einige Kapitel für das nächste Seminar zu lesen. In Deutschland ist es wichtig, selbstständig zu arbeiten und sich gut vorzubereiten. Die Professoren erwarten, dass wir die Texte vorher gelesen haben. Mittags treffe ich mich mit ein paar Kommilitonen in der Mensa. Das Essen ist nicht teuer und es gibt immer verschiedene Gerichte zur Auswahl. Heute entscheide ich mich für Nudeln mit Gemüse. Mittags treffe ich mich mit ein paar Kommilitonen in der Mensa. Das Essen ist nicht teuer und es gibt immer verschiedene Gerichte zur Auswahl. Heute entscheide ich mich für Nudeln mit Gemüse. Während wir essen, sprechen wir über die Vorlesung und den nächsten Abgabetermin für eine Hausarbeit. Ich merke, dass ich noch viel zu tun habe und überlege, wie ich meine Zeit am besten einteilen kann. Während wir essen, sprechen wir über die Vorlesung und den nächsten Abgabetermin für eine Hausarbeit. Ich merke, dass ich noch viel zu tun habe und überlege, wie ich meine Zeit am besten einteilen kann. Am Nachmittag habe ich ein Seminar, in dem wir über ein wirtschaftliches Thema diskutieren. Die Seminarleiterin stellt viele Fragen und wir müssen unsere Meinung begründen. Am Nachmittag habe ich ein Seminar, in dem wir über ein wirtschaftliches Thema diskutieren. Die Seminarleiterin stellt viele Fragen und wir müssen unsere Meinung begründen. Gegen 16 Uhr gehe ich zurück in die Bibliothek, um an meiner Hausarbeit zu schreiben. Ich suche nach passenden Quellen und notiere mir wichtige Informationen. Die Bibliothek ist voll mit Studierenden, die konzentriert arbeiten. Gegen 16 Uhr gehe ich zurück in die Bibliothek, um an meiner Hausarbeit zu schreiben. Ich suche nach passenden Quellen und notiere mir wichtige Informationen. Die Bibliothek ist voll mit Studierenden, die konzentriert arbeiten. Um 18 Uhr fahre ich mit dem Bus nach Hause. Ich bin froh, dass ich meine Aufgaben für heute erledigt habe. Um 18 Uhr fahre ich mit dem Bus nach Hause. Ich bin froh, dass ich meine Aufgaben für heute erledigt habe. Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.